bloß nicht. Oh, jetzt wird's aber schwierig. Also jetzt kommt die Free-to-Play-Liste. Die wird aber gottlos schwierig. Die wird sehr, sehr gottlos schwierig, weil man muss mehrere Aspekte hinzufügen. Das Level, Equipment, was ist am leichtesten? Das ist das. Das ist das ganz, ganz große Problem. Natürlich, ihr könnt hier sehen, Symbole, wo AOE draufsteht, sind einfach AOE. Einfach AOE. So. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Free-to-Play Trash sofort der AOE Jojo Jester ist, glaube ich, oder? Ich glaube, da sind wir alle fein. Das sollte kein Problem sein, weil ich glaube auch einfach nicht, dass irgendjemand sagt am FEC einfach, boah, Bruder, ich gehe Free-to-Play als AOE Jester rein. Ich glaube, ne? Natürlich. Ja, okay, komm, so Klassen wie 101 Elementor nehmen wir einfach nicht rein, weil das wird auch keiner spielen. So, das können wir rauslassen. Wir picken jetzt nach und nach einfach das raus, was Free-to-Play-freundlich ist und was nicht Free-to-Play-freundlich ist. Okay? Das heißt, Blade ist schon mal Trash. Blade ist extrem teuer als Free-to-Play. Ihr könnt natürlich Luck haben. Ihr könnt natürlich 2 Äxte, Hernes-Äxte droppen und so, wovon ich nicht ausgehe. Aber es ist Trash. Free-to-Play, Blade, Trash, geldmäßig, komplett Arsch. Komplett Arschritze. Okay? Ich glaube, da können wir uns schon mal einigen. Okay? So, aber wen würde ich jetzt auf krank draufsetzen? Natürlich, wen setze ich Free-to-Play-mäßig drauf? Natürlich der Elementor, der AOE-Elementor. Dem kann keiner das Wasser reichen, was Free-to-Play anbelangt. Das Equipment ist nicht teuer, bis halt auf das 120er-Set und Bloody Stuff, aber das ist bei jeder Klasse eigentlich so. Ja, du brauchst nicht mal, auf FEC brauchst du nicht mal ein krankes Set am Anfang. Brauchst du nicht. Du bist Hit and Run, du läufst durch, nimmst ein paar Monster mit, klaust sogar noch von den anderen die Monster so. Das ist halt komplett easy. Das ist halt komplett easy. Brauchst nicht viel, so. Deswegen ist halt AOE Elementor halt die krankeste Klasse, was ich so denke. So. Ja. Dann würde ich behaupten, Free-to-Play AOE-mäßig kommt der BP auf A. Jetzt werdet ihr euch wieder fragen, Domme, wieso? Es spielen halt nicht viele Leute AOE. Da wiederum würde ich aber auch sagen, hey Leute, bis Level 60 geht den Moonbeam INT, Full INT Assist. Macht den, spielt bis Level 60 trotzdem pro INT mit einem Stick. Habt ihr auch keine Probleme. So. A ist er halt nur, weil sein Damage halt einfach nicht so performt wie der vom Elementor. Er hat einen Stun zwar, aber der Elementor kann einfach keiner das Wasser reichen. Es wird hier keine Klasse geben, die halt krasser ist als der AOE Elementor bei der Free-to-Play Challenge. Man muss halt mehrere Sachen berücksichtigen, so, ne? Halt A ist er halt wirklich nur wegen dem Stun und weil das Equipment billig ist. Nur deswegen. Natürlich, das 120er-Set und Bloody Knuckle wird wieder was kosten. Aber wiederum, wie ich es gesagt habe, das wird bei jeder Klasse sein. Es wird keine Klasse geben, wo das AOE-Set nicht krass teuer ist. Außer der AOE Blade und der Jojo Jester. Mal davon ausgegangen. Ne? Ja, es gibt halt ein paar Klassen, da kannst du einfach komplett reinscheißen. Da brauchst du halt gar nicht anfangen. So. Den Ringmaster, den können wir lassen. Das wird hier, das ist einfach nur der FS, das ist nicht der AOE Elementor, das ist hier das AOE Elementor-Zeichen. Von daher, ja. So, was ich jetzt aber sagen würde, der BP. Der BP ist ein solider B. Der 101 BP. Solide 101. Warum? Er macht halt eigentlich, er fährt einen guten Damage, so an sich. Er hat auch keine Probleme, aber wir wissen halt, er performt erst später. Plus, er braucht das Talin-Set. Warum B? Und nicht irgendwie A oder C. Er hat halt das Gute, er hat keine Konkurrenz, bis auf andere 101 BPs. Weil das Talin-Set braucht nur der BP. Der 101 BP. Sonst braucht keine andere Klasse das Talin-Set. Und deswegen ist er auch auf einem soliden Mittelfeld, weil das Talin-Set er nur braucht. Nicht wie bei Ranger und Jojo Jester, wo beide 45er-Sets brauchen zum Beispiel. Oder wo Blade und Knight zum Beispiel beide Komet-Sets brauchen. So. Und deswegen ist er auch auf dem soliden Mittelmaß, würde ich mal behaupten. So. Ja, 101 Sidekeeper wird keiner spielen. Ich glaube, den kann ich auslassen, oder? Ich glaube, den kann ich auslassen. Ich glaub, ja. Also komm, wir packen RM Trash. Der normale RM oder der 101 RM nimmt eins von beiden. Könnt beide wählen, je nachdem, was ihr spielen wollt. Trash. Trash. Das hat aber nichts mit dem Equipment zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass wenn ihr Full INT FS RM spielt und keinen festen Partner habt oder ein Team, seid ihr am Arsch.
Weil das Problem ist in FEC ist das so, du willst FS spielen, die Leute nehmen sogar Geld von dir. Die wollen Geld von dir, damit sie mit dir leveln. Obwohl du ein FS bist. Normalerweise ist das so, das ist eigentlich die goldene Regel. Hey, bist du ein aktiver FS, dann kriegst du auch die Hälfte der Drops. Egal, was du droppst. So, dann kriegst du einfach die Hälfte eigentlich. Das ist eigentlich die goldene Regel, die es bei FEC aber nicht gibt. Weil da halt viele Leute sind, die halt, ne, ihr wisst schon. Und das ist das halt. 101-Ele ist Trash. Equipment ist krank billig, aber ist Trash. Psykeeper 101, Trash, aber C-Damage-mäßig. So, jetzt kommt aber der Jojo-Jester. Der Jojo-Jester, jetzt ganz gespannt. Wir haben hier nur eine Sache, die wir berücksichtigen müssen. Der Damage ist scheiße. Der 101 Jojo-Jester Damage am Ende ist scheiße. Und er hat Konkurrenz mit dem Ranger wegen dem 45er-Set. Das sind die zwei Sachen, die halt ein bisschen rausstechen. Aber A ist halt Free-to-Play-freundlich immer noch, weil das Endgame-Gear einfach solide günstig ist. Es ist sogar, wenn nicht sogar Midnight bei dem letzten FEC die günstigste Klasse gewesen. Wenn nicht sogar die günstigste Klasse. Und da haben Jojos, keine Ahnung, wie viel gekostet, 200, 300 oder so. Und ja, aber Damage-mäßig, bis Endgame macht er schon solide Damage so. Ja, und das Equipment ist eigentlich auch solide am Ende. Easy peasy zu haben. So, jetzt kommen wir zum 101 Ranger. Da sieht es nämlich ein bisschen anders aus, Chef. Ja, Free-to-Play freundlich. Würde ich ihn auf C setzen. Ja, vielleicht sogar auf... Das Problem ist halt, der 101 Ranger ist halt... Du brauchst das 45er-Set. Du brauchst einen Fleming-Bau, was am Anfang ziemlich teuer ist. Du kannst natürlich auf G-Bau und so weiter umsteigen. Dann den His-Bau, den du brauchst. Dann der Hilfsbau wird wieder arschteuer sein, weil erst ab 105 du wieder einen neuen Bogen nutzen kannst mit Good Rate, Good Damage. Dann brauchst du das Tyrant Set, was auch wieder Arsch kostet. Dann kannst du natürlich überspringen bis 135er Set und dann Bloody Bau. Aber dann ist halt wieder das Problem Hernes oder Osaka Crystal Bogen. Wir wissen ja, dass jemand zum Beispiel im letzten FEC 1600 € dafür geblecht hat für einen Osaka Crystal Bau. Ja, und Damage-mäßig ist er auch nicht so krass. Deswegen würde ich das halt so, deswegen würde ich sagen, das ist so halt eher, meh statt bäh, so, ja. Ja, OE Sidekeeper würde ich auf eine solide B packen, oder? Wenn nicht sogar A. Er war teuer anfangs, aber er war nicht so teuer wie... Was sagt ihr? A oder B? Ich bin unentschlossen. Er war ein bisschen teuer, aber nicht so teuer wie die ganzen anderen Klassen. Du konntest solide AOE'n eigentlich, ne? Auf easy peasy. Deswegen, das ist halt das Problem. Ja, ich würde B sagen. Oder? Ich schwanke, sagen wir A und B. Sagen wir mal B+, okay? B+ oder A-. Sagen wir es mal so. AOE-mäßig ist er halt ein Biest. Das Equipment kostet nicht krass teuer. Ach, es ist nicht krass teuer. Du könntest theoretisch Hit and Run so lange... Nee, Hit and Run kannst du erst ab 75 sogar machen. Das heißt, du musst bis 65 sogar... Oh, okay. Da ist wieder was anderes bei dem Sidekeeper. Natürlich kannst du die Questreihe von Level 60 auf 65 machen. Dann bist du 65, hast Maximum Crisis, kannst AOE'n. Aber da brauchst du halt dann schon ein etwas solideres Set, um Face-Tank AOE zu können, ne? Das ist das. Aber es ist nicht so teuer wie das Anus-Set. Es ist halt nicht so teuer. Anus-Set. B1 wird wahrscheinlich wieder was kosten. Das 120er wird wieder was kosten. Aber doch, es ist eine solide B, weil du musst halt 75 sein, damit du überhaupt erstmal so viele Mobs an dich ranbekommst. Bis dahin musst du halt leider wie so ein Geschwür immer einzeln die Mobs immer an dich ranholen. Natürlich, wer Lust dazu hat, kann das ja machen. So, ja. Genau, Jona. Aber, was man halt nicht bei dem vergessen darf, ist Hot Air Taktik. Ne? Also der Psykeeper an sich und der Elementor haben halt die Hot Air Taktik. Und die Hot Air Taktik ist halt einfach so krass, damit kannst du so schnell leveln. Also theoretisch, ich weiß nicht, ob das machbar wäre. Ich glaube, du wärst sogar als Psykeeper der Erste, der gegen könnte. Warum? Der Moonbeam hat halt, der hat einen Cooldown auf sein Skill. Wenn du halt wirklich solide Damage fährst am Anfang, könntest du sogar als erstes gegen mit einem Psykeeper. Außerhalb jetzt von AOE, sondern 101 und so. Aber ja, das müsste man alles noch gucken, sich selber einplanen und so. Deswegen ja, B würde ich behaupten. B ist solide. Und ja. Ja, AOE Night würde ich Free-to-Play-freundlich auf A setzen. Könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken. Night AOE wird nicht krass oft gespielt. Die Sets sind solide kaufbar, sind nicht krass teuer. Ne? Bis auf jetzt wieder 120er Set und so weiter. Bloody Execution, aber das ist ja wie gesagt schon bei vielen anderen Klassen so. Aber ja, als AOE Night hast du nicht allzu viele Probleme.
Du kannst am Anfang sogar Sachen wegtanken, die andere Klassen nicht können ohne Equipment. Das Equipment an sich ist billig. Nur, er ist halt keine Krankklasse, also wie der Elementor halt, weil das Gathern wieder so lange dauert. Und da fällt der Vorteil halt wieder weg. So. Aber an sich eine sehr leckere, solide Klasse. Ja. So. Jetzt kommen wir zum 101 Knight. Jetzt ist aber hier das große Problem. Da bin ich mir nicht sicher. Ich hab ihn ja selber gespielt. Jetzt ein FEC auch. Aber ich als Streamer bemerke ja, wenn eine Klasse zu viel gespielt wird oder eine Klasse zu viel genommen wird. Dieses Problem haben wir jetzt wieder. Normalerweise würde ich den sofort auf A packen. Normalerweise. Sofort easy peasy auf A. Weil FEC war ja billig. Die Hernes-Waffen waren billig, sogar die Lusaka Crystal-Waffen waren billig, bis auf das 150er-Set, aber ist halt White-Set. Bis das 150er White-Set war er halt krass billig, okay? Und hat krassen Schaden gehauen. Aber ich würde den auf B packen. Weil das Problem ist, es wollen viel zu viele Leute gerade den Knight spielen. Keine Ahnung, vielleicht, weil sie es öfters gesehen haben bei manchen Streamern. Und wir haben halt damit eine Free-to-Play-Challenge gemacht. Komplett Free-to-Play, ihr könnt euch noch daran erinnern, haben 140 gelevelt. Ohne Probleme, mussten sogar Zweihand G-Äxte benutzen, sogar ab Level 60 und selbst da haben wir gerockt. Aber das Problem ist halt einfach, ich glaube, weil so viele Knight machen, wird der Knight teurer sein. Und ich habe ihn auf B-Klasse gepackt, weil er erst ab 105 meiner Meinung nach zeigt, was er kann. Ansonsten wäre er sofort auf A. Sofort auf A-Tier. Die Sachen sind nicht teuer. Alles Mögliche. So, jetzt kommen wir zum AOE-Ringmaster. Da gibt es nämlich ein ganz großes Problem, was wir haben. Da bin ich mir auch unschlüssig. Ich würde sogar bei AOE auf C gehen, weil, vielleicht überlege ich mir das jetzt gleich noch, wenn ich selber die Argumente sage, aber AOE würde ich halt hauptsächlich auf C packen, weil wir haben mehrere Faktoren, die einen Strich durch die Rechnung machen, ja? Wedge-Set, okay? Wedge-Set brauchst du vielleicht als AOE überhaupt nicht. Du kannst halt das 60er Shuran-Set nehmen, das haben wir auch gemacht. Aber im späteren Verlauf hast du G-Sticks, die du brauchst. Du hast Angel-Stick. Und jetzt kommt das größte Manko, Bloody Stick. Der Bloody Stick wird von so vielen Leuten genutzt, dass es so extrem teuer wird. Und das ist das ganz, ganz große Problem bei AOE. Und was noch dazu kommt, allgemein das Equipment bis Level 60, so für die ersten 3-4 Tagen, das ist so eine Spannweite. So eine Spannweite, wirklich. Haben wir letzten FEC gemerkt, okay, ich kam da sogar einen Tag zu spät. Aber selbst dann, nach diesem einen Tag, war das Equipment noch so teuer, obwohl es ein Shuran-Set haben wir so schwer bekommen. Wir mussten 1 bis 2 Tage warten, bis wir das überhaupt kaufen konnten mit dem Geld. Weil die haben das so teuer angeboten, weil alle am Anfang AOE spielen, damit sie ihre Chars hochpacken können. Diese AOE machen sie dann zu FS für ihre Mains. Und das ist nämlich der Kasus Knacktus bei der Sache. Dann natürlich, Shiny-Set wird nichts wert sein. Aber der Hernes-Stick. Der Hernes-Stick bricht natürlich komplett wieder die Marktwirtschaft. Brauchst du als AOE und brauchst halt Support. Deswegen ist das wirklich komplett, ja, ne? Werdet ihr euch wahrscheinlich schon denken. So, jetzt kommen wir zum AOE Blade. AOE Blade Tier direkt A. Direkt A. Warum nicht krank? Krank, weil er gathert bis Level 100 scheiße. Es dauert zu lange, bis du deine Mobs hast und so weiter. Aber er ist halt extrem günstig. Keiner spielt AOE Blade, die Sachen sind extrem günstig. Ne, du G-Swords, His Big Axe, Angel Swords, ne, sowas. Es ist halt extrem billig, so. Du kriegst das hinterhergeschmissen. Mystical Silver Axe kannst du nehmen. Dann natürlich musst du gucken, wie du das mit den Bloody-Sachen machst und so. Aber wie gesagt, ist ja genauso teuer. Aber so Free-to-Play-freundlich ist der Blade am meisten. Gehst du pur Decks auch noch dazu. Hast deine Block noch dazu. Na, natürlich musst du gucken, wie du den genau spielst, was für Food du use, was für ein Equipment. Da kann ich euch leider keine Empfehlung geben. Ich habe hier nur ein bisschen angetestet. Ich habe das selber mit CW-Set gespielt, aber ihr werdet am Anfang halt auch keine CW-Sets haben. Das ist nämlich das große Problem. Aber ja, ansonsten würde ich den auf A packen, so. Ja, deswegen, meiner Meinung nach. So, jetzt bin ich mir aber selber nicht schlüssig, was ich jetzt zu dem AOE-Ranger sagen soll. Eigentlich ist der AOE-Ranger halt am Anfang sogar sehr gut beim Hit and Run, wenn du auf pur Decks gehst. Ich würde den auch auf A packen, Chat, erstmal. Auf A halt, ey, du hast keine Competition gegen andere, du nimmst einfach das 60er-Set. Du nimmst das 60er-Set einfach. Einzige, was dich nervt, ist, dass die Leute auch den G-Bow haben wollen. Ne? Aber ab da an hast du keine Probleme mehr. Oka-Set, easy. Angel-Bau könnte vielleicht ein bisschen kosten, aber nicht viel. Nimmst du mit, easy. 120er-Set will kein 101 Ranger haben, easy, nimmst du mit. Bloody-Bau wird halt ein bisschen teurer sein, aber das ist ja halt wie bei allen 120er-Waffen. Deswegen würde ich sogar sagen, Ranger ist auch gleichzeitig eine A-Klasse. Und damage-mäßig
Ist ja nicht krank, aber er ist solide. Für den Anfang auch gut zu gebrauchen. Hit and Run. Kannst du auf Face-Tank umswitchen. Also das wäre halt meine Free-to-Play-Variante. Meine Tierlist. Natürlich könnt ihr mir auch sagen, hey, ich sehe das nicht so. Oder ich will das ein bisschen anders machen. Ich würde das und das tauschen. Das könnt ihr natürlich hier in den Chat schreiben oder in die YouTube-Kommentare so. Das wäre meine Tierlist auf jeden Fall.